Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann würde ich eigentlich wollen, dass meine Kinder so über mich sprechen, wie ich über meine Eltern spreche. Das liebe ich auch an meinem Beruf, dass man sich einfach jeden Tag mit anderen messen kann, auch mit sich selber messen kann. Und diese Hemmschwelle, die man halt vis-à-vis hat, die sollte in irgendeiner Form auch wieder in Social Media gelten. Willkommen zu einer neuen Folge Close-Up. Heute mit Leon Goretzka. Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wir beginnen gleich, reden nicht lang rum und starten mit der ersten Frage unserer Schnellfragerunde. Minimalistisch eingerichtet oder mit vielen Pflanzen und Dekoartikeln? Definitiv minimalistisch. Wenn du für den Rest deines Lebens nur noch ein Lied hören könntest, welches würdest du wählen? Wahrscheinlich wird mir jedes Lied irgendwann auf die Nerven gehen. Aber aktuell kursiert bei uns im Camp auf jeden Fall Knockin' on Heaven's Door von Guns N' Roses. Einige, die da jetzt die Gitarre in der Hand haben, und dann entscheide ich mich jetzt spontan einfach mal für das Lied. Schreibst du dir Einkaufszettel oder bist du der Typ, der planlos in einen Laden reinspaziert? Also ich habe mir schon öfter mal einen Zettel geschrieben, den dann zu Hause vergessen, und dann habe ich es einfach ganz aufgegeben und marschiere weiter planlos in den Supermarkt. Lieblingsgeruch? Im Sommer, wenn es geregnet hat, danach. Was war ein typischer Spruch deiner Eltern, als du ein Kind warst? Ja, das sind viele, die ich sehr oft gehört habe. Du musst Spaß haben, dann bist du am besten. Oh, das ist schön. Welches Obst hat im Obstsalat nichts verloren? Ich bin kein Fan von Honigmelonen, aber die ist echt oft mit von der Partie. Ja. Wenn du mit einer berühmten Person für einen Tag das Leben tauschen könntest, welche würdest du wählen? Ich würde dann wahrscheinlich einen Politiker nehmen. Nehmen wir Angela Merkel. Okay, das ist gut. Die nächste Frage kommt traditionell von unserem Panini Kids Reporter und ich würde sagen, wir hören uns die mal an. Was war dein schönstes Tor für die Nationalmannschaft? Liebe Grüße und bis bald. Ciao, euer Diego. Ja, vielen Dank erstmal für die Grüße. Natürlich schöne Grüße zurück. Ich würde sagen, das Hakentor, ich glaube gegen Aserbaidschan war es, das ist auch Tor des Monats geworden. Wir haben auch Manuel Neuer über dich gefragt und schauen uns auch da an, was er so über dich sagt. Leon geht mir auf gar keinen Fall auf die Nerven. Er ist einer, der sehr gerne provoziert. Da lasse ich mich aber nicht beunruhigen. Aber er ist eigentlich ein angenehmer Typ. Ja, er versucht immer, mich ein bisschen anzustacheln, aber ich lasse mich darauf nicht ein. Klingt unterm Strich positiv, aber wie provozierst du? Das ist unterschiedlich. Es dauert immer ein bisschen, bis man rausgefunden hat, wo die Punkte sind, aber Manu hat sich tatsächlich als harte Nuss entpuppt, aber ich mag ja Herausforderungen. Wir haben unterschiedliche Themen vorbereitet und würden den Zufallsgenerator entscheiden lassen, über was wir jetzt in dem Interview sprechen, sodass du auf keinen Fall mich dafür verantwortlich machen kannst. Okay. Los geht's. Kindheit. Gut oder nicht gut? Schauen wir mal. Was warst du für ein Kind? Eher introvertiert, extrovertiert? Es kommt immer auf die Umgebung an. Das hat sich bei mir eigentlich nie geändert. Also in neuen Umgebungen, wenn ich mich noch nicht gut auskenne, bin ich eigentlich immer eher in der abwartenden und beobachtenden Rolle. Wenn ich mich wohlfühle und mich auskenne und die Gesichter kenne, dann entfalte ich mich immer mehr. Wie bist du erzogen worden? Hattest du strenge Eltern? Gab es viele Regeln? Eher anti-autoritär? Also ich würde sagen, ich habe echt sehr viel Glück gehabt. Ich bin auch das 4. Kind sozusagen. Also da haben es schon natürlich die Erfahrung von 3 bereits erzogenen Töchtern gehabt. Dementsprechend, wenn ich wahrscheinlich, also habe ich da großes Glück gehabt. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es bei mir viele Regeln gab, aber die es gab, wurden dann auch konsequent durchgezogen. Also sowas wie Hausarrest oder sowas habe ich nie gekannt. Man hat mich selber da eigentlich in den Weg zu der Erkenntnis hingebracht, dass es halt falsch war, was ich gemacht habe, und das tut dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr weh als irgendwie eine Woche Hausarrest oder so. Gab es Taschengeld? Nee, habe ich auch nicht bekommen. Okay, das habe ich mir dann selber verdient, schon sehr früh. Clever gemacht. Ja. In welchen Punkten deines Lebens hast du dich am meisten verändert, würdest du sagen? Also ich war früher sehr albern als Kind. Das hat sich schon stark verändert. Ich glaube auch ein bisschen durch den Fußball, durch die Aufmerksamkeit, die Medien und so, sondern da einfach ein bisschen seriöser geworden ist. Auch im privaten Bereich? Ja, schon. Also das ist jetzt mir persönlich natürlich nicht so aufgefallen, aber anderen schon. Aber ich nehme das jetzt auch nicht durchweg als eine schlechte Entwicklung wahr. Gibt es Punkte, an denen du bewusst arbeiten möchtest? Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich, das ist immer so ein Punkt, den ich natürlich eigentlich ungern zugebe, aber ich habe es schon gemacht, deswegen fällt es mir jetzt auch leichter, dass ich oftmals, wenn ich mit mir selber unzufrieden bin, dass ich dann unfair werde zu anderen in meinem Umfeld,
es dann so ein bisschen auf die übertrage. Ich kriege dann mittlerweile sehr häufig die Kurve und entschuldige mich dann auch dafür. Aber das ist mit Sicherheit etwas, wo mein Umfeld manchmal ein bisschen drunter leiden muss. Welche Werte und Dinge möchtest du weitergeben? Also sei es eigenen Kindern oder generell so? Ja, da gibt es ja 1000 Dinge. Also wie gesagt, ich glaube, dass ich da schon von meinem Elternhaus sehr viel mitbekommen habe. Und im Optimalfall möchte ich das natürlich auch an meine Kinder weitergeben. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann würde ich eigentlich wollen, dass meine Kinder so über mich sprechen, wie ich über meine Eltern spreche. Wir schauen, was das nächste Thema ist. Beruf, Fußballer, Alltag. Was liebst du am meisten an deinem Beruf und was stört dich auch am meisten? Ja, am liebsten eigentlich den Wettbewerb. Man merkt es auch hier im Camp, dass da auch schon viele Gleichgesinnte unterwegs sind. Also das liebe ich auch an meinem Beruf, dass man sich einfach jeden Tag mit anderen messen kann, auch mit sich selber messen kann. Aber es gibt so viele schöne Momente beim Fußball. Also klar, wenn du im Stadion ein Tor schießt und deinen Fans feiern kannst, das ist natürlich auch eigentlich mit kaum etwas im Leben zu vergleichen. Von daher gibt es schon viele schöne Seiten. Gibt es was dich stört? Es gibt natürlich auch Seiten, die auch die Öffentlichkeit so nicht so wirklich mitbekommen. So die Reisen nach einem Spiel, wenn die Leute den Fernseher ausschalten, dann ist für uns der Tag ja noch nicht vorbei. Dann fliegt man nach Hause. Das ist ja dann auch kein Städtetrip, sondern man sieht eigentlich immer nur den Bus von innen, den Flughafen und das Hotel. Und allein schon, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Länder ich schon und Städte ich bereist habe, ohne die eigentlich zu sehen, das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen traurig. Und wie gesagt, das Reisen und dass man dann um 4, 5 Uhr nachts nach Hause kommt und am nächsten Tag wieder um 9 Uhr am Trainingsplatz sein muss, das ist schon doof. Was ist das Schwierigste, würdest du sagen? Ist es das, sich ständig wieder neu motivieren? Ja, ist auf jeden es, Fall. Ja? Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Man muss sagen, dass es auch nochmal schwieriger geworden ist in der Corona-Zeit, wenn keine Fans im Stadion sind, dieses alle 2, 3 Tage ein Spiel zu haben. Und jedes Mal geht es wieder gefühlt um alles. Das ist schon immer wieder aufs Neue schon eine große Kunst, sich da immer wieder aufs Neue zu motivieren, auf jeden Fall. Konntest du mit der Schnelllebigkeit des Geschäfts schon immer gut umgehen oder war das ein Prozess, der sich erst nach und nach entwickelt hat? Ja, man hat es schon sehr früh gelernt eigentlich. Im Prinzip wurde es einem schon in den Jugendjahren klar, weil man ja auch gesehen hat, was für riesige Talente in meinem Jahrgang beispielsweise mit mir groß geworden sind und auf dem Weg zum Profi dann halt irgendwie links und rechts weggefallen sind, wo man immer gedacht hat, das sind die ultimativen Talente, die es definitiv nach oben schaffen und das zieht sich dann natürlich durch. Also du bist halt an einem Wochenende der Held und im nächsten Spiel kannst du dann schon wieder der Depp sein. Ein letztes Thema haben wir noch. Jawohl. Lass uns das kurz ziehen. Medien. Was für ein Waren da jetzt nur 3 eigentlich? Da waren eine Menge. Ja, eine klar. Menge. Was ist deine Haltung zu den sozialen Medien? Was stört dich? Was findest du gut? Boah, auf jeden Fall die Art und Weise, wie da miteinander umgegangen wird. Also das ist meiner Meinung nach ein Riesenthema, was auch viel mehr Aufmerksamkeit benötigt, weil wir da echt großen Handlungsbedarf haben. Ich denke, es ist eigentlich jedem bewusst, dass man so, wie man sich in den Social-Media-Kanälen zum Großteil miteinander auseinandersetzt, würde im echten Leben so niemals stattfinden. Und diese Hemmschwelle, die man halt vis-à-vis hat, die sollte in irgendeiner Form auch wieder in Social Media gelten. Und also das, ich weiß noch nicht genau wie, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem ich auch mich in irgendeiner Form auf jeden Fall auch aktiv beteiligen möchte, weil dieses ganze Hate Speech und was da mit den Leuten gemacht wird, das ist schon sehr beschissen. Tangieren dich aber solche Kommentare persönlich oder ist man irgendwann über den Punkt lange hinweg? Ja, also mich persönlich tangiert es jetzt nicht, aber ich kann halt auch gut nachvollziehen, dass eben jeder Mensch anders tickt und ich habe halt für mich, da sind wir wieder beim Thema Einordnung, halt entschieden, auf welcher Grundlage die Leute jetzt dann die Urteile über mich fällen. Ich hatte ja auch schon viele Situationen in meiner Karriere, wo ich echt einen Großteil meiner Fans enttäuscht habe, durch Vereinswechsel oder Situationen, die sich so im Laufe meiner Karriere halt ergeben haben. Und dementsprechend müssen da in irgendeiner Form halt Richtlinien her. Und also wenn ich darüber nachdenke, dass man beispielsweise Kommentare nicht löschen kann als öffentliche Person oder nicht melden darf, weil man sich das sozusagen als öffentliche Person ja gefallen lassen muss, sich beleidigen zu lassen, da fehlt mir jegliches Verständnis. Machst du dir Gedanken über deine Außendarstellung auf den sozialen Medien? Also postest du mit Plan? Ist da Strategie dahinter oder ist es willkürlich? Ich glaube, eine gute Mischung aus beidem und das ist auch das, glaube ich, was die Leute da draußen am ehesten wollen. Also es ist zum einen, wenn man einfach spontane Situationen erlebt und dann der Meinung ist, dass es vielleicht auch unterhaltsam ist oder irgendwie die Leute interessieren kann, vielleicht auch mal
interne Einblicke gibt, wo man ja natürlich schon auch die Leute gerne mal mitnimmt und denen zeigt, was abgeht, um eben auch vielleicht ein besseres Bild zu schaffen. Andererseits sind die Reichweiten so enorm mittlerweile, dass man natürlich auch die Gelegenheit nutzen kann oder sollte, diese Reichweiten zu nutzen, um auch sinnvolle Dinge zu machen. Und dann denkt man natürlich auch mal ein Sekündchen länger über den Text nach, den man da postet. Du beziehst immer Klarstellung, was letztlich genau das ist, was sich alle wünschen. Hast du schlechte Erfahrungen auch damit gemacht? Ja, Gegenwind gibt es immer, gerade wenn man halt sehr klar Stellung bezieht. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum es viele gibt, die es nicht tun, einfach um niemanden zu verärgern. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich jetzt nicht so ein großes Problem habe mit diesen Themen, wenn dann da irgendwelche Leute ihre Meinung sagen oder mich beleidigen oder was auch immer. Dementsprechend stellt es für mich jetzt kein großes Problem dar. Wir sind schon durch, das war's. Perfekt. Vielen Dank dir und danke euch fürs Zuschauen.